Abenteuer in einem unbekannten Paradies, atemberaubende Wasserfälle und einige der spektakulärsten Ausblicke der Welt warten darauf, von uns entdeckt zu werden. Lass dich auf ein Abenteuer ein, das du so schnell nicht vergessen wirst. Bist du bereit? Dann lehn dich zurück und genieß das Abenteuer in Chapada dos Veadeiros, ein verstecktes Juwel in Brasilien. Unsere Entdeckungstour beginnt jetzt. Let's go! Willkommen beim Cachoeira Barbarinha. Barbarinha heißt der Berg. Das ist ganz klein. Das ist da hinten, wo der größte Santa Barbara ist. Und zum Laufen alles safe. Und schaut euch das Wasser an. Klar, kristallklar. Das mir hier hoch und da nach hinten. Herzlich willkommen, Leute, neues Abenteuer hier, Chapada dos Veadeiros. Das ist jetzt der Königswasserfall Santa Barbara. Hier dürfen nur 40 Leute rein, schaut euch das Wasser mal an. Das ist auch der Ort, wo wir unser Abenteuer starten. Es gibt gleich mehr Informationen über Chapada, wie wir hier gelandet sind und was wir die nächsten paar Tage machen. Bleibt dabei! Das Wasser ist super, schön fresh. Wasserfall hier. Wir gehen runter. Ich bin jetzt soeben aus dem Wasser gekommen, super frisch, super frisch. Man kann stehen, das Wasser kann man trinken, ich habe einen Schluck genommen, super, extrem nicer Place. Fotospot hier, Fotospot da, es dürfen nur Maximum 40 Leute hier rein, man muss einen Guide mieten, es ist voller Guides. Hier sieht man Guides. Und wenn es noch ein bisschen viel, hole ich Zitrone raus für euch. Da werde ich ein paar Luftaufnahmen machen und danach gehen wir zum nächsten Wasserfall. Ich habe jetzt gleich gefragt, die Guidin, man darf da raustrinken aus diesem Wasser. Es kommt hier aus dem Stein raus. Wir werden das jetzt mal zusammen testen. Evian, Wasser wie Evian. Haben jetzt einen Santa Barbara Wasserfall hinter uns. Gehen jetzt hier hoch. Das ist jetzt der Weg, den wir gehen hier. Das ist alles mit massiven Holzbalken, Brettern gebaut. Da ist der Wasserfall. Da gehen wir jetzt entlang. Das ist eine Buriti-Palme. So, ich habe jetzt gleich gelernt, das kann man essen angeblich. Schauen wir uns das mal an, wie man das essen kann. Ja. Antioxidantien andrehen. Ja, ich fühle mich wie eine Kuh auf der Weide. Was ich euch noch hier zeigen wollte, das ist die Sertão. Cerrada. Das ist so Steppenlandschaft von Brasilien. Ich wollte euch noch kurz die Bodengegebenheiten zeigen. Schaut mal hier, ist alles Sand, steinig.
ist das Material, das wir hier haben. Die Steine. Das Zeugs hier wächst alles in diesen Steinen. Das ist meine Gruppe, mit der ich unterwegs bin. Wir sind zu sechst, haben uns einen Guide genommen. Wie sind wir hierher gekommen? Wir haben einen Guide gemietet. Das heißt, ein Guide für Maximum 6 Personen. Wir sind zu zweit. Wir haben da noch 4 andere Leute gefunden, respektive 2 andere Pärchen, die mit uns den Guide geteilt haben. Und so konnten wir den Guide durch 6 teilen. 6 Leute, die den Guide bezahlen. Die Guidin ist ein Mädchen. Und dann zum Park, also zum Wasserfall, wird man dann mit so einem Van gefahren. Und da muss man halt nochmals ein bisschen was zahlen. Aber ansonsten alles chillig. So sehen die Transportwagen aus hier. Jetzt nehmen wir wieder einen und dann gehen wir zum nächsten Wasserfall. Buriti von dieser Palme. Schauen wir, was wir sonst noch finden von dem. Cachaça. So, das ist das Ice Cream, Buriti. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin schlecht im Geschmäcker beschreiben. Ja, ist nicht so geil. So, wir laufen jetzt hier durch diesen Wald. Da vorne hört man schon den Wasserfall. Wir sind jetzt hier am Wasserfall Gandaru angekommen. Hat 2 Etagen, eine hier unten und da oben, da war ich auch gleich. Wir schauen mal, ob wir etwas finden. Freunde, ich habe komplett vergessen, euch abzudaten. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu noch einmal einem Wasserfall, der heißt Capivara. Und wir sind jetzt vom anderen Wasserfall mit diesem Truck, diesen selbst zusammengebastelten Truck da, eine fast 45 Grad Anhöhe hochgekraxelt, sind wir wieder zurück ins Zentrum gegangen und von da aus haben wir jetzt unseren kleinen Trip hier gestartet. Das machen wir alles zu Fuß, sind 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück und haben da unsere Guidin, konnten wir jetzt benutzen für das. Also sie führt uns jetzt hier. So sieht das aus. Freunde, wir sind angekommen. Da unten ist er, müssen jetzt da noch runterlaufen. Das ist der obere Teil dieses Wasserfalls. Extrem schön, schaut euch das mal an. Kristallklares Wasser. Schaut euch das mal an, hier ist einfach ein Baum rausgewachsen hier. Da haben wir noch eine Arasa. Das ist eine Frucht. Ich habe jetzt keine Zeit, leider keine Frucht dran. Wir sind hier noch am Runterlaufen und es ist nicht einfach. Man muss aufpassen, vor allem mit diesen Turnschuhen, dass man nicht ausrutscht.
Jetzt sind wir bereits hier. Da sieht man schon die eine Seite von dem Capivara und da ist die andere Seite, das ist der andere Wasserfall. Und die führen zusammen und gehen dann zum anderen Wasserfall, den wir vorhin zusammen abgecheckt haben. So, ich muss jetzt da mich konzentrieren, dass ich nicht auf die Fresse fliege. Und das ist nicht so geil. Yep. Und dann packe ich euch mal wieder weg. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich da. Nur Geduld, Freunde. Freunde, wir sind hier. Der Ausblick, den müssen wir von da vorne ein bisschen genießen. Da werde ich jetzt reingehen. Das ist es. Hier sind wir. Das war's. Wir verabschieden uns jetzt von diesem wunderbaren Wasserfall. Unsere Guidin, gleich nochmal in die Likes, in die Kommentare geben. Die Guidin hat sich eingesetzt, damit wir hier die Drohne fliegen können. Es hat ein paar andere Guides, die haben gesagt, das könnte auf den Kopf fallen von jemandem. Ja, und anderen dummes Zeugs. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut. Auf jeden Fall mal ein Like hier lassen für die Guidin. Hat sich eingesetzt, damit ihr und wir coole Aufnahmen haben. Ihr hört, der Schnaufi ist draußen. Wir müssen jetzt hier hoch kraxeln, 2 Kilometer zurück ins Dorfzentrum laufen. Dann nehmen wir das Auto und fahren zum nächsten Ort. Die Rückreise jetzt bis zum Auto werde ich jetzt nicht mehr dokumentieren. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mal ein Like da, ein gefällt mir, ein Kommentar wäre auch noch cool, aber kein blöder Kommentar, hey, du musst besser Deutsch lernen oder sonst irgendetwas. Das brauchen wir nicht. Der Schnauf ist draußen. Jo, Jungs, Mädels und sonstiges Zeugs. That's it für das Abenteuer. Ich lasse euch jetzt ziehen. Hallo Freunde, ein neuer Tag, neues Abenteuer, neue Wanderung auf dem Programm. Heute machen wir São Jorge. São Jorge, porra. So, und jetzt sind wir hier, haben Eintritt gezahlt, das kostet 45 Reais pro Person. Hatten wir noch eine kurze Einführung, was man da alles nicht machen kann. Das ist alles komplett logisch, kein Tiere füttern, kein Feuer machen, keine Pflanzen abreißen, das ganze Zeugs. Haben die uns kurz instruiert, das ging ungefähr 5 bis 10 Minuten. Jetzt machen wir die rote Wanderung und die haben verschiedene Distanzen und werden jetzt mal die rote machen heute. Vielleicht können wir noch einen anderen Wasserfall hinzufügen und die anderen 2 Wanderungen mal schauen, ob wir die dann auch noch machen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, haben den Trip gestartet und wie immer nehme ich euch mit. Wir sind jetzt hier drin, 10 Minuten, 15 Minuten mal laufen. Das ist der Weg, steinig, sandig,
Kann man aber easy mit Turnschuhen machen hier. Für diesen Trip hier in Nationalpark São Jorge braucht man auch keinen Guide, also das kann man alles alleine machen. Genau, das ist eigentlich, was ich noch kurz sagen wollte, zum Parkplatz. Da kann man auch mit dem Auto hingehen, kostet dann 30 Reais, um dann einen Tag zu verbringen im Parkplatz. Wir machen jetzt einmal einen Trip und dann, jetzt geht es hier runter und dann hole ich euch wieder ran, sobald es etwas Interessantes zu erzählen gibt. Ich wollte auch noch kurz sagen über die Vegetation, also das ist alles sehr, man sehen kann, nicht hoch, sind das 4 Meter Maximum. Wir sind hier in der Region Cerrada, also das ist so eine Steppenlandschaft, nicht die Wüste. Die Wüste hier würde die Sertão sein, also hier regnet es, es gibt auch Regensaison. Einfach der Boden, der ist so löchrig, oder sagen wir sandig, steinig, das kann ich jetzt hier zeigen, dass das Wasser einfach reingeht und die Bäume, Pflanzen, Vegetation nur kurze Zeit Wasser haben eigentlich sozusagen. Wir sind jetzt hier angekommen bei der Kreuzung, hier geht es zum gelben Trip und hier zum roten, wir werden den roten machen heute. Der Weg ist auch super beschrieben hier, es hat überall Pfeile, rot, also ich fühle mich wie in der Schweiz, super aufgehoben. Was ich noch kurz zeigen wollte, hier sieht man das viel besser, die Zusammensetzung des Bodens, also wirklich nur Steine, Sand und darum geht das Wasser einfach durch hier. Größere Steine und ihr seht, die Bäume sehen eher so harsch und komplett trocken und hart aus hier. Hier sind wir an einer Kreuzung angekommen, man weiß nicht wirklich, wo der Weg durchgeht, aber zum Glück ist alles gut angeschrieben, pfeilrot, das heißt, wir folgen diesem Weg. Wow, shit, Mann. So, da laufen wir durch. Kurz zeigen, wie das gesichert ist. Jetzt so Metalldinger, Holz, das weiß. Ein bisschen mit Drahtseil. Es überlebt. Rote und Orange Trail. Ja, durch. Das ist schon anstrengend. Jetzt sind wir ungefähr 40 Minuten unterwegs, haben noch keine Pause gemacht. Es sind glaube ich 4,5 Kilometer bis zum ersten Wasserfall. Das sollten ungefähr eine Stunde sein, das heißt, ja, wenige Minuten erreichen wir es. Temperaturmäßig, also es hat einen kühlen Wind. Ich habe jetzt einfach es ist nicht heiß, ja, also in der Nacht wird es so kalt, da muss man lange Hosen, Pullover, Jacke anziehen, dass man draußen nicht friert. Jetzt hier im Park ist es eigentlich relativ warm, aber es zieht immer so einen kalten Wind durch und also die Sonne ist nicht heiß. Es sieht heißer aus, als es ist. Ich bin jetzt einfach ein bisschen am Schwitzen wegen erstens mal diesem Hut und zweitens, ja, einen relativ schnellen Speed drauf haben. Ja, das ist es. Ich hole euch wieder ran, sobald wir beim Wasserfall sind. Gut. Sicht. Ja, nochmals die Bodenzusammensetzung, wie immer. Das ist wirklich komplett steinig. Das ist angenehm zum Laufen, also alles easy. Ich habe mir jetzt ein paar Mal noch den Zehen angestoßen, aber da muss man auch ein bisschen besser aufpassen. Es kommt mir vor, wenn hier alle Blumen violett sind oder so pink. Schaut euch das mal an, das ist wirklich alle Blumen, die ich bis jetzt gesehen habe, haben dieses violette. Es gibt, ja, also gelb habe ich auch schon gesehen, aber jetzt hier im Park nicht. Rot, auch die klassischen Hibiskus und so. Aber hier im Park violett ist komplett am Dominieren hier. Bodenzusammensetzung komplett sandig.
Okay. Es fühlt sich eher so beachmäßig an hier zum Laufen jetzt. Das ist schon 1 Kilometer oder so sandig. Ja, dass diese Yucca-Palmen sind hier auch überall. Candomba von der Familie Veloziaceae, okay. Man kann es benutzen zum Kunst machen. Was ist das? Und das ist für die ein Land oder eine Ebene, die komplett wieder aufgeforstet werden muss hier. Da benutzen sie zuerst den und der hilft, diese Aufforstung voranzutreiben hier in dieser Region, wo man sieht hier den Boden so gut wie keine Erde hat, so steinig, sandig und der ist hier für die Recuperation, die Rückgewinnung. Ja, der allein da. Wie gesagt, violett dominiert hier einfach. So, das ist jetzt die Kreuzung. Hier geht es zum Canyon 2. Hier geht es zum Sete Quedas. Hier sind wir jetzt bei der Kreuzung. Hier geht es zum Carioquinhos. Hier geht es zum Canyon 2. Wir machen jetzt zuerst diesen hier und dann den nächsten und dann den vor der vorherigen Kreuzung. Let's go! Kurz vor dem Wasserfall, man kann ihn schon hören. Ja, es ist voller Steine, Steinlandschaft. Richtig nice Ausblick hier. Es hat sich jetzt hier zu einer Kletterpartie entwickelt. Man muss aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Jetzt hier alles runter. Wir sind jetzt hier angekommen, wollten eigentlich da noch runtergehen, aber der Weg, der ist einfach zu steinig und das ist einfach viel zu gefährlich. Es sind keine Leute hier, wir sind wirklich die einzigen und falls ein falscher Tritt, ist es einfach nicht wert. Ich werde jetzt die Drohne rauspacken für euch und dann werden wir jetzt diesen Cariocas Wasserfall zusammen erkunden. Cariocas, was heißt das? Das ist der Name von den Leuten aus Rio. Den sagt man Cariocas. Anänderung, wir haben den richtigen Weg gefunden. Es hat einen versteckten roten Pfeil. Schauen wir uns das mal zusammen an. Man erkennt das bestimmt wieder nicht auf der Kamera, aber es geht extrem steil hier runter. Aufpassen. Da ist jetzt dieser Tümpel und da ist der Wasserfall. Wir versuchen jetzt da hoch zu gehen, besseren Ausblick zu gewinnen. Jetzt hier angekommen, ein kleiner Beach. Absolut nice. Richtig schön hier. Schauen wir uns zusammen den Wasserfall an. Nice. Leute, herzlich willkommen hier beim Cachoeira Carioca, der Carioca Wasserfall hier. Sehr nice. Hier hat es auch ein kleines Becken, da hinten hat es ein größeres Becken. Da drückt komplett das Wasser raus, das vom oberen Becken runterkommt. Hier haben wir verschiedenste Levels und hier ein riesen Pool sozusagen. Absolut schön hier.
haben jetzt den Cariocas Wasserfall hinter uns gelassen. Extrem schöner Ort, also würde man hier campen können. Es hat die jenste Plätze, um zu campen, habe ich leider hier im Park verboten. Das heißt, ja, nicht machen. Jetzt sind wir hier wieder am Hochkraxeln und gehen zum nächsten Wasserfall. Wir sind jetzt hier nicht ins Wasser gegangen, jo, weil mehr Leute kommen und wir den nächsten Wasserfall abchecken möchten, bevor da viele Leute sind. So, und da gehen wir dann baden, weil ich bin schon komplett am Überhitzen. Wir haben jetzt den Canyon 2 verlassen. Es hätte da noch einen Canyon 1 gehabt, aber es war nicht so interessant. Was wir jetzt machen werden, hier hätte es eigentlich nochmals ein paar andere Wasserfälle, die 7 irgendetwas, haben wir jetzt aber auf der Map nicht gefunden. Daher werden wir jetzt zur Kreuzung zurückgehen und dann werden wir noch den gelben Trip machen kurz. Da nochmals 2, 3 Wasserfälle zusammen abchecken. Und damit wir dann nicht alles zurücklaufen müssen, hat es da beim einen Wasserfall, der Garimpero heißt, gibt es einen Bus, einen Shuttlebus, ich glaube das ist irgendwie so 20 Reais oder so, um dann zurückzufahren. Ich glaube dieser Punkt ist viel touristischer, weil man da mit dem Bus hinkommt und da hat es jetzt die Wasserfälle, die an einem zentralen Punkt sind. Schaut doch das mal an, richtig nice. Das ist so eine Bodensukkulent oder so, richtig nice. Wir sind jetzt hier wieder angekommen bei der Kreuzung, wo wir da vorhin den roten Weg genommen haben. Jetzt nehmen wir den gelben Weg. Jetzt sind es noch ungefähr 2,3 Kilometer bis zum ersten Wasserfall. Es ist 1 Uhr ungefähr. Jo, da sind wir halb 2 da. Schaut euch mal diesen Baum an. Sind wir hier, laufen hier. Schon komplett kaputt. Hier sind noch ein paar 100 Meter bis zum Wasserfall Garimperos. Jetzt haben wir festgestellt, dass es da oben noch einen Bus gibt, der alle Stunde fährt. Bis 4:30 ist die letzte. Nehmen wir dann den Bus zurück zu unserem Auto. Das wären dann nochmals 3 Kilometer, die wir dann sparen. Das ist momentan der Ausblick. Lasse ich euch dann noch später hochfliegen. Und so, die letzten paar Meter, wie man es sich gewohnt ist, gehen nur noch runter. Das sind ungefähr ja, 700 Höhenmeter, 800 Höhenmeter, die wir jetzt runter in das Tal sind. Die Vegetation hier ist auch wieder viel üppiger. Hier raschelt es die ganze Zeit am Boden. Das sind Echsen, diese kleinen Echsen, aber man meint immer, es ist irgendeine Schlange oder sonst irgendetwas. Wir sind jetzt angekommen, ist gleich da vorne. Man kann den Wasserfall schon hören. Vorhin komplett geschwitzt, aber jetzt hier unten ist es irgendwie so kalt. Schauen wir mal. Da ist er.
Cachoeira do Garimpeiro. Garimpeiro, schon mal erklärt, Bootschürfer. Hier ist es. Schön. So ein Mikroklima hier. Die Bäume sind viel größer als sonst. Nice. Jetzt geht's dann, Schuhe anzuziehen, Sachen gepackt und wir verlassen jetzt den Garimpeiros, weil wir den Bus nehmen müssen und es hat hier solche lästige Mücken, die regen extrem auf, die sind die ganze Zeit hier, auch mit Moskitospray, das sind irgendwie solche kleinen nervigen Mücken, ja, die vertreiben uns jetzt. So, wir gehen jetzt. Hier ist er nochmal in seiner ganzen Pracht, der Garimpeiro. Ciao Garimpeiro, bis zum nächsten Mal. Jetzt wird mein Gepäck geholt und dann gehen wir darauf. Dann schauen wir mal, ob wir uns dann da sehen. Guten Morgen Freunde, heute gehen wir zum Cachoeira Cordovil und Poço Esmeralda. Und dann werden wir noch ein, zwei andere Wasserfälle zusammen anschauen. Jetzt zuerst Cordovil, das ist die Straße, die wir passieren müssen und ich hole euch gleich wieder ran. Freunde, das ist der Eintrag. Freunde, das ist jetzt der Eingang zu diesem Park. Da hat es 3, 4 Wasserfälle, 3, 4 verschiedene Parkplätze und die werden wir jetzt alle zusammen abchecken. Let's go! So Freunde, wir sind jetzt hier beim dritten Estacionamento, dritter Parkplatz angekommen. Hier geht es jetzt zum Wasserfall. Let's go! Wie gestern gesagt, Freunde, es ist wirklich die Farbe, die dominiert hier, ist violett. Wir sind jetzt hier in einem, ist alles komplett violett hier. Und das ist eigentlich so generell der Fall hier. Diese Blume, die wächst einfach überall. Die habe ich auch schon gezeigt, die ist essbar. Ist nicht so fein zu messen, aber ist essbar. Und wirklich ist grün und dann sieht man überall diese violette Blume. Super schön. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Cordovil Wasserfall. Das ist ungefähr 1 Kilometer von unserem Auto entfernt, vom Parkplatz. Was ich noch sagen wollte, oder was ich vergessen habe zu sagen vorhin, war, dass wir 60 Reais jetzt gezahlt haben für den Eintritt. Da bekommt ihr dann so ein, was ist? So ein Bändchen. Oh, was ist das? Ist ausgeschlüpft. Mit diesem Bändchen oder mit diesem Armband könnt ihr dann
alle Wasserfälle von hier machen, von dieser Fazenda oder von dieser Farm. Die meisten der Wasserfälle sind Privatbesitz. Das heißt, man zahlt dann eine Gebühr, Eintrittsgebühr, darf dann aber die Wasserfälle anschauen, und die Leute, die hier die Farm haben, ja, die hatten den Weg im Schuss und ich kann schon den ersten Wasserfall hören. Leute, willkommen bei Cachoeira Cordovil. Das ist er. So ein bisschen kalten Wind hier. Es ist ungefähr 9:30 Uhr morgens. Das ist er. Wie hoch ist der? So knappe 20 Meter oder so. So, sind jetzt hier. Ich bin noch nicht ins Wasser, es ist mir zu kalt. Noch morgen und wie ihr seht, ist alles im Schatten. Die Sonne kommt jetzt langsam da über diesen Kamm und ich würde jetzt nicht empfehlen, hier ganz früh am Morgen hinzukommen, weil es einfach komplett im Schatten ist und kalt. Aber extrem nicer Ort hier. So Leute, wir verlassen jetzt den Ort. Nachdem ich das letzte Update gemacht habe, ist dann eine riesen Gruppe eingetrudelt. Es sind ungefähr 30, 40 Leute hier. Wir waren die Ersten. Also ich würde schon empfehlen, früh zu gehen, dass es dann nicht mehr so viele Leute hat. Es könnte aber auch sein, dass es jetzt ein Zufall ist und diese Riesengruppe einfach so gekommen ist. Jo. Jetzt richtig viele Leute. Jetzt gehen wir zum nächsten Wasserfall. Let's go. Ich kann schon das nächste Ziel sehen. Ich glaube es. Wo sind das mit der GoPro hier? Ja. Das ist der Ausgangspunkt. Wir waren da hinten. Wir werden jetzt da zum Esmeralda gehen. Oh. Wow, schaut euch das mal an hier. Komplett, das ist Pozo das Esmeraldas. Esmeraldas ist der Stein. Das ist ein Edelstein, Nord. Und Pozo ist sozusagen Brunnenloch. Well, Wasser, Water Well. Das ist der Zufluss. Und vorhin waren wir da hinten beim anderen Wasserfall, beim Cordovil. So, wir werden jetzt hier runtergehen, mal schauen, wie wir da hier runterkommen. Und dann zeige ich euch, wie es da aussieht. Jetzt aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Wow, da könnte man runterspringen. Sollen wir runterspringen? Hinterlasst mal in den Kommentaren, ob man hier runterspringen soll. Krass. Richtig schön. Ist auch tief, sind das 5 Meter. Wow. Let's go! So tief. So Leute, das war das Pozo das Esmeralda. Wir werden jetzt zum nächsten Wasserfall gehen. Let's go! So Freunde, sind jetzt beim zweiten Parkplatz hier angekommen. Sind die einzigen Leute, ich weiß nicht, ob wir uns hier falsch befinden. Wir werden uns auf jeden Fall mal hier
diesen Weg bewegen. Das heißt 300 Meter, aber ist alles nicht so gut angeschrieben hier. Und hier braucht man auch wieder keinen Guide. Also es ist keine Pflicht, einen Guide zu nehmen. Man kann natürlich wieder einen Guide mieten, aber hier ist eigentlich alles easy zu Fuß erreichbar. Alles klar, jetzt gehen wir zum Cachoeira Roncador. Dreckgetretene Treppe. Und hier ist er. Willkommen beim Wasserfall. Leute, herzlich willkommen beim Wasserfall Cachoeira Rodeado. Da ist er. Das ist klein, der ist ungefähr 3 Meter hoch oder weniger. Und da kommt das ganze Wasser konzentriert hier rein. Ich glaube, ich hole jetzt die Drohne nicht raus, lohnt sich nicht. Ja, da kann man noch ein bisschen Fluss runter oder Fluss hoch laufen, aber ja, die anderen sind besser. Also würde ich den Tag hier verbringen, würde ich eher beim Cordovil oder beim Pozo Esmeralda einen Tag verbringen. Hier ja, ist auch schön, aber im Vergleich zu den anderen zwei ist es nicht so wirklich das Wahre hier. Auch es hat keine Leute, wir sind die einzigen. Das ist ein positiver Aspekt irgendwie. Aber ja, that's it, Jungs, Mädels. Wir haben jetzt den Wasserfall Rodeado hinter uns gelassen und unser nächstes Ziel ist Valle da Lua. Valle da Lua heißt Tal des Mondes. Schauen wir uns das Tal des Mondes mal zusammen an. Let's go. Sind hier, Valle da Lua, haben 40 Reais Eintritt gezahlt und jetzt sind es ungefähr 600 Meter, die wir da laufen. Schaut doch mal diesen an hier. Der Baum ist komplett trocken hier, komplett ausgedörrt. Und da hat es einfach so eine schöne Blume hier. Jetzt noch eine Zune. Das ist das Pozo schon, Leute. Und es hat extrem viele Leute. Das ist irgendwie so ein klassischer Spot hier. Also ist komplett voller Leute. Schauen wir mal, gehen wir da ein bisschen runter. Vielleicht können wir da noch baden. Let's go. Was ist es hier? Sieht das wie ein Whirlpool da? Was es hat, Freunde, absolut viele Leute hier. Unglaublich, so viele Leute. So viele Leute hier. Freunde, das war's auch schon vom Valle da Lua. Das war's. Ich habe noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht jetzt hier für euch. Wir werden jetzt zurück in die City gehen und dann werden wir zum Chanella gehen. Wir haben noch ein paar Aufnahmen. Hier ein bisschen weniger Leute. Die ganzen Leute hängen da in diesen Pools. Jetzt so 2 Pools, da sind die meisten Leute drin. Jo, und so sieht es hier aus. Schaut doch mal das an. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Mirante da Janela. Das heißt der Aussichtspunkt, der Fensteraussichtspunkt auf Deutsch. Es ist ein Weg, der geht ungefähr vom Parkplatz 2,5 Kilometer hin. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier ja, Eintritt zahlen, 50 Reais. Und dann können wir zum Janela gehen. Das ist so der klassische Ausblick von hier. So Freunde, kleines Update hier. Wir haben jetzt den Eintritt doch noch geschafft. Eigentlich kann man hier nach 2 Uhr nachmittags ohne Guide, darf man da nicht mehr reingehen, weil man einfach, ja, wegen Sicherheitsgründen etc. Und wir haben jetzt da keine paar Minuten gewartet und da ist schon die nächste Gruppe mit einer Guidin gekommen.
und haben wir gefragt, ob wir uns anschließen können, und das war mit der Gruppe auch okay. Und da konnten wir uns jetzt anschließen, zahlen der Guidin noch einen kleinen Betrag und ja, haben uns jetzt der Gruppe angeschlossen und machen uns auf den Weg zur Miranchi da Janela. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, Jungs und Mädels. Freunde. Ah, da vorne ist es. Also in dem Bundesstaat, in dem ich lebe, würde ich dem nicht vertrauen hier. Schaut euch das mal an. Das sind ungefähr 20 Meter hier, einfach so mit Eukalyptus. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Hier, erkennt ihr das? Das war von gestern. Sind wir jetzt mit dem rumgedrödelt. Rumgedrohnt. Wie sagt man das? Rumgedrohnet. Ja. Was für ein Ausblick, Jungs und Mädels. Schaut euch das an. Sick. Willkommen in Chapada dos Veadeiros, Freunde. Das ist der Ausblick des Jahrhunderts. Freunde, wir sind jetzt hier im Janela, das Fenster. Da sind die Wasserfälle und da hinten ist der Sonnenuntergang. Oh. So Freunde, wir sind jetzt hier im Dschungel, machen den ganzen Weg zurück, kein einziges Licht mehr an und ich wünschte mir, ich hätte meine Stirnlampe dabei. Es gibt nichts besseres als eine Stirnlampe. Jetzt bin ich hier mit dem Nattel. Das ist natürlich immer eine Hand ist da natürlich immer besetzt und ja, was machen wir jetzt? Niemand hat eine Lampe dabei, es sind alle mit so Telefonlampen hier. Das funktioniert eigentlich relativ gut, ist einfach überhaupt nicht professionell, aber ja, wir sind ja Hobby-Abenteuer. Ja. Und der Speed ist auch relativ langsam, einfach Sicherheitsgründen, und wir haben da in der Gruppe noch ein, zwei Frauen, die sind nicht so sicher, trittsicher, dann dauert das alles so lange. Aber ja, das ist es, Freunde. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt hier angekommen bei einem Nationalpark. Das ist ein Nationalpark, nicht ein State Park. Das andere war ein State Park. Also vom ganzen Bundesland, also von ganz Brasilien. Das hier ist halt vom Staat Goiás. Wir sind jetzt hier beim Parkplatz, gehen zu den Cascadas dos Ouros. Da hat es noch jenes andere Wasserfälle. Das war ein Tipp von unserer Guidin gestern. Wir wollten eigentlich ein paar andere Wasserfälle in der Nähe von Alto Paraíso do Goiás anschauen. Da hat sie uns gesagt, schaut lieber diesen Wasserfall an oder diese Wasserfälle an, weil das lohnt sich viel mehr. Wir sind jetzt hier über 20 Kilometer Schotterpiste gedüst mit unserem Stadtauto. Das war eigentlich relativ okay. Das einzige Problem war, dass das Navi uns ein bisschen rumgeführt hat und da sind wir ein bisschen im Chaos gelandet. Und zum Glück hat uns das Navi dahin gefahren, weil wir haben einen ganzen Schwarm Tukans gesehen. Es waren ungefähr 20 Vögel, so richtig schöne, riesen Schnäbel. Leider habe ich die nicht gefilmt, weil es war ein 30 Sekunden Spektakel. War richtig schön. Jetzt sind wir hier, laufen jetzt zu den Wasserfällen und ich nehme euch wieder mit. Schaut euch mal diesen Strand an, das wäre super, um da zu übernachten. Auf diesem Strand hier. Seht ihr, es ist voller dieser schwarzen Vögel hier. Die sehen aus wie kleine Raben, kleine Krähen hier. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg hier.
Und ich habe mir noch einen coolen Wanderstock organisiert. Das macht das Ganze wieder mal viel fühliger. Da hinten war der andere Wasserfall. Was haben wir hier? Da vorne ist der nächste. Runter hier. Sind jetzt uns hier an der Klippe entlang am Hangeln. Ich verdrücke keine Bananen. Ich habe noch feine Bananis eingepackt. Ja. Jetzt, Freunde, ist die Frage, wie wir darüber kommen. Freunde, wir kommen bei Cataratas dos Touros. Da ist es, Freunde. Hier darf man keinen falschen Tritt erlauben, sonst war's das. Boah, Freunde, schaut euch mal diesen Ausblick an hier. Freunde, wir verlassen den Ort wieder, gehen hoch, ein bisschen baden. Ich wollte euch noch zeigen, da kann man baden hier. Da könnte man baden, könnte man da vorne dahin schwimmen. Und da unten kann man baden, könnte man baden. Ist mir jetzt einfach ein bisschen zu wild, sagen wir es so. Gehen da hoch, da ist das Wasser ein bisschen gechillter. Wir haben jetzt hier einen richtigen Gandalf-Wanderstecken organisiert, um hier hochzukratzen. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, schaut doch mal diesen Baum an, der ist komplett kaputt. Die eine Seite komplett kaputt, die andere Seite lebt noch und der sprießt wieder aus. Krass. Wir sind jetzt hier angekommen, bis oberhalb der Cascata, das war hier. Haben jetzt hier eine kleine Beach gefunden, schönes, klares, ebenes Wasser, das nicht so unruhig ist. Da kann man auch schön gemütlich baden, ohne Angst zu haben, dass man da irgendwie den Canyon runtergespült wird. Wir werden jetzt hier ein bisschen Pause machen, Energie tanken, ein bisschen ausruhen und dann schauen wir, ob wir da zu den nächsten Wasserfällen gehen. So, die nächsten 2 Stunden würde ich mich jetzt mal verabschieden. Freunde, sind jetzt hier angekommen und wir werden jetzt gemeinsam hier rüber gehen über diesen Fluss, diese Halbinsel, und dann werden wir zusammen diesen Wasserfall auf dieser anderen Seite erkunden. Da sind wir, Freunde! So aufgefallen ist, schaut mal her! Diese Wand hier ist den ganzen Tag war in der Sonne, die ist schwarz und sie ist einfach kalt. Komplett kalt. Normalerweise sollte doch die schwarze Farbe komplett heiß sein. Aber ich sehe jetzt hier, tritt Wasser aus, vielleicht hat der Stein eine Wasserkühlung. Schreib mal in die Kommentare, was du denkst. Da ist der andere Wasserfall, der kleinere, hier hat es auch wieder ein Becken.
Das ist wirklich perfektes Becken hier, wie ein Schwimmbecken. Wie gemacht, wie von Menschenhand gemacht. Und da ist das Kinderplanschbecken ganz hinten. Und hier kommen Ströme von Leuten. Freunde, ich befinde mich jetzt hier, oh, 2 Papageien, beim Eingang und Ausgang von Chapada dos Veadeiros. Das ist auch schon der Abschluss. Wir haben jetzt den letzten Wasserfall hinter uns gelassen, werden jetzt noch den Sonnenuntergang genießen. Und natürlich kommt gleich ein Truck in mein Bild. Falls ihr das Video, die Episoden und das Zeugs gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr gerne über ein Like, einen Kommentar freuen. Falls du auch mal diesen Trip machen möchtest, nach Chapada dos Veadeiros zu kommen, hier in Brasilien, dann kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen und dann bin ich sehr happy, die zu beantworten. Freunde, schaut mal ab. Bis die Tage.